Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute der dritte in der Reihe von DOSBox Retro Gaming. Und heute gehen wir die ISO Images mounten. Wenn Sie die ersten zwei Teile nicht gesehen haben, hier unten habe ich eine Playlist verlinkt mit den ersten zwei. Und es war geplant nur 2 Videos zu machen, aber es wurden 3. Was eigentlich schon besser ist, weil mit 3 Videos kann jeder sich das nehmen, was er braucht, ne? Und ich habe für ihn einen schönen Schmanker von ein Spiel dieses Mal. Lasst euch überraschen. Also, wir sehen uns beim DOS Retro Gaming mit ISO Images. Hey, Ben. You know, Ben, we're broke. Yeah, And if some cash doesn't come our way soon, we're in big trouble. relax. I have a feeling something's coming our way. Something big. Heute gehen wir ein Spiel von einer ISO-Datei installieren und spielen. Dafür brauchen wir natürlich erst eine ISO-Datei. Die werde ich mal schnell machen, ne? Also nimmt man ein Brennprogramm. Da ist meine Spiele-CD. Medium kopieren. Nur Abbild erzeugen. Erweitert. Abbild. Den Ordner, wo ich das haben möchte. DOS. Neu erstellen. Ordner. FD. Okay. Und speichern. Start. Und während er das macht, schauen wir uns mal an, was für Schmankerl das ich heute habe, ne? Was für ein Spiel das ich habe. Und zwar habe ich dieses Spiel hier. Full Throttle aus 1995. Ein super schönes Game. Super schönes Spiel. Das man in 2017 neues Leben eingehorcht hat, weil es ist wieder neu ausgebracht. Man hat die Grafiken verbessert, man hat die Soundqualität verbessert. Aber wir haben ja das alte aus 1995 noch von LucasArts, die uns viele schöne Spiele hinterlassen haben. Leider existiert die Firma nicht mehr. Meine CD ist noch dabei. Hier ist die Webseite von die neue Version. Man kann die jetzt kaufen. Kostet etwas für $15, glaube ich. Ein sehr schönes Spiel. Kann ich jeder empfehlen. Das ist das Erste, was wir machen müssen. Und der ist schon auf 53%. Da kommt unsere ISO-Datei. Geht doch schon relativ schnell. Weil man keinen CD in seinem
Notebook oder PC hat, kann man auch einen USB-CD-Spieler kaufen oder Blu-ray-Spieler kaufen. Über USB kann man den dann anschließen mit dem Rechner. Man sieht, er ist fertig. Erfolgreich. Also super. Und da steht unsere ISO-Datei. Und wir brauchen natürlich einen Befehl für den ISO-Datei. Hier sieht man den Befehl für ISO-Dateien zu mounten. Seht ihr Image Mount und dann D Doppelpunkt. Das ist unsere Festplatte. Und dann hat man hier die Dateiname und Mint D und dann ISO. Der Typ des Image-Datei. Hier haben wir unsere Full Throttle ISO-Datei von dem Spiel, das wir gemacht haben mit dem Brennprogramm. Dann füge ich hinzu DOSBox.conf. Ja, dieses Spiel ist eine Ausnahme auf dem Regel. Dieses Spiel hat einen grafischen Installer. Und wenn man kein DOSBox.conf verwendet, dann sind die Buchstaben zu klein. Die meisten DOS-Spiele haben keinen grafischen Installer und mit DOSBox.conf laufen die da nicht. Dieses Spiel ist da eine Ausnahme. Und unsere BAT-Datei, um die Installation zu starten. Und da sehen wir unser Image Mount Befehl. D Doppelpunkt unsere Festplatte. D Doppelpunkt steht hier auch. Install.exe. Wenn man dann nicht weiß, was die Installation ist, kann man einfach die Datei öffnen. Das ist einfach eine komprimierte Datei, eine ISO-Datei. Und dann sieht man hier install.exe, das ist dasjenige, das ich brauche. Und dann natürlich Exit, um DOSBox wieder zu schließen. Das ist alles. Und dann können wir einfach hier öffnen mit DOSBox. Da habe ich ein Problem. Mal eben nachschauen, was hier nicht stimmt. D Doppelpunkt, install.exit, das stimmt. Exit, das sieht gut aus. Install.exe. Speichern. Öffnen mit andere Anwendung DOSBox. Aha, da ist er. Install Full Throttle. Muss DOSBox meine Maus noch fangen. Hat er jetzt gemacht. C-Festplatte 262 GB free. Okay. Ist gut. C-Throttle ist gut. Einfach alles Standard lassen. Funktioniert am besten. Throttle will now configure your sound. Okay. Habe ich eine Soundcard, möchte ich die
automatisch installeren. Die Custom EC, ja, Express. Express, ja, Enter. Strombelastung 16, das ist gut. Das ist Digital Sound. Und dann geht er hin. Yes, hört der Sound. Digital Sound. Auch super. Yes. No. Keine Bootdisk. Exit. Sollte funktionieren. Den. Geht da rein. Das ist Trick 17. Das macht es für uns einfacher. Die zwei brauche ich auch. Dann nehmen wir unsere BAT-Datei. Umbenennen. Ich möchte den Dateinamen haben. Kopieren. Okay. Unsere BAT-Datei. Das wird geändert. Das hier unten ist unsere C-Festplatte. Also machen wir da C von. C-Doppelpunkt. Dann D-Doppelpunkt ist unsere ISO-Datei. Datei speichern. Okay. Öffnen mit. Andere Anwendung. Das Box. Und das Spiel läuft. Exit. Okay. Nächsten Schritt. Neu. Verknüpfung zu Programm. Das Programm ist Full Throttle. Full Throttle. Der Ordner ist DOS. Und dann FT. Und dann Throttle. Okay. Auswählen. DOS. FT. Throttle. Und dann FT1.bat. Hier steht er. Natürlich nicht vergessen, DOS-Box zu verwenden. Okay. Hier muss ich natürlich auch Full Throttle. Nicht Doppel-T, sondern Doppel-L. Okay. Und jetzt werde ich den mal holen. Ist er schon. Und dann gehen wir einfach mal genießen. Ne? Play Full Throttle.
Whenever I smell asphalt, I think of Marine. That's the last sensation I had before I blacked out. The thick smell of asphalt. And the first thing I saw when I woke up was her face. She said she'd fix my bike. Free. No strings attached. I should have known then that things are never that simple. Yeah, when I think of Marine, I think of two things. Asphalt and trouble. Rip Burger, you're dumber than dirt. Oh, Mr. Corley, if you'd only listen to my plan, my vision. I know your plan, Rip Burger. You're waiting for me to die so you can take over my company. Oh, sir, that's horrible. I am not waiting for you to die. You know I've never liked you, Rip. But you have business know-how and killer instincts that I respect. Why, thank you, sir. But this latest idea of yours, riding up to our shareholders' meeting with a gang of bikers? Who do you think you're fooling? The shareholders, sir. It's good PR to be seen hobnobbing with real Corley Motors customers. What do you know about our customers, Adrian? You've never even been on a bike. Well, you know I'd be on one right now, sir, if it weren't for my destabilizing inner ear condition. Ah, your ears are fine. It's what's between them that scares me. Now there goes some boys I can ride with. Step on it. Let's find out who they are. December 61, my dad's waging line. Still on that salary, we all bought pussy time. Right now, if you try to find that girl to sing with, you need a rock score band to trickle down. Is this the legacy of too much more to view that I see? The kind of legacy that's tossing some good men to their knees. Great society's melancholy. Sit there and think it now, at least it kept our brain. With all those corners cut, the cracks go wide and near. I heard some campers saying, but well, it's running clear. Who goes there next? I don't know. I don't know nothing anymore. Tomorrow's legacy that's laying instead where to breathe. Hey, Ben. You know, Ben, we're broke. Yeah, And if some cash doesn't come our way soon, we're in big trouble. relax. I have a feeling something's coming our way. Something big. You better stay out here, Rip. This place is bikers only. All right. Who's the guy that drove over my car? What could possibly be taking so long?
Maybe old man Corley got himself in trouble. Yeah, maybe they took the old guy out back and worked him over with a 2x4. An appealing notion, but improbable. More likely he's boring them to death with some tale of the glory days. But Malcolm, isn't that illegal? Not back then it wasn't. So who do you ride with these days? He rides with me. Although I'm sure he'd much rather be riding with your little club. I told you to wait out in the limo, Ripburger. I thought you might like some help with your sales pitch, sir. Sales pitch? Yes, we have come here today to offer you and your men employment. Mr. Corley requires an escort to the annual Corley Motors shareholders meeting. Does this look like an escort service to you? You would be well compensated for your time, of course. Not interested. It's fairly obvious that you could use the money. Listen, I said we're not for rent. The Polecats are not goons for hire. Not even if it were Malcolm Corley's dying wish. Ripburger, that does it. I'm gonna... Hold on there, Malcolm. If you don't mind, I'd like to step outside with Mr. Ripburger for a little chat. Excellent idea. And the doctor says he only has a few months to live. That's bad news for all of us. He's not just a nice guy. He's also the last motorcycle maker in the country. What happens to Corley Motors if he dies? Don't worry. I have a plan. And if you come to the shareholders meeting with us, you'll find out what it is. No dice, Ripburger. The Polecats are not thugs for rent. If you want to buy muscle, you should go find the Rottweilers. The old man says it's the Polecats or nothing. Then I guess it'll have to be nothing. And that's your last word? That's it. Well, I'd like to make you just one final offer. Bolus, take this coat and go get his motorcycle. We'll have to tie up this little 200-pound loose end. It will need to look like an accident. That stuffed shirt actually thinks I'll leave him in control of Corley Motors when I go. Boy, is he in for a surprise. Hey, where's Ben going? Your colleague has decided to accept our generous offer after all. As a matter of fact, he's gone on ahead to scout out the route. He did? Well then, let's roll 'em, boys. Yahoo! Orville, here we come. Das nennt man nochmal ein Intro, ne? Und jetzt kann man das Spiel einfach spielen. Und seht, da ist der Ben schon. Man kann ihn laufen lassen. I don't have anything. Dann gehen wir einfach rein. So macht man das. I fixed your door. It was sticky. Look, I don't want no trouble. Just leave me out of this mess. You know what might look better on your nose? What? The bar. Now don't mess around with me. All right. I got your keys, but I don't know nothing. They had guns. They told me to stall you as long as possible. Why? I don't know. I overheard them say something about an ambush up the road. What else? Nothing. Look, man, here are your keys, all right? Oh, someone did say something about killing you and making it look like an accident. They didn't do too good of a job there. But why ambush the Polecats? I'd better get moving. Also, gehen wir einfach wieder raus. Geht wir zum Bike. Steig auf.
Und dann geht einfach los. Aber man sieht schon, es ist ein richtig geiles Spiel. I'm indestructible. Und super tolle Musik. Can't stop me. Versuch das mal zu spielen. Don't give up now! Komm nicht raus. Jetzt komme ich raus. Don't give up now! Ich möchte raus. Don't give up now! Komm nicht raus. Das ist unglaublich. No, harder! Like this! Jetzt muss ich da rauskommen. Ja, jetzt komme ich raus. Okay. Also, so installiert man Spiele von ISO. Ganz einfach. Man braucht nur ISO-Dateien, aber die kann man machen mit dem Brenner oder man lässt ihn jemand machen. Das war es dann für diese Serie. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, gebt es einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, dann danke ich Ihnen fürs Zuschauen. Und wenn Sie den Kanal unterstützen möchten, es gibt einen PayPal-Link unten in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ciao, ciao!